Ja, hallo zusammen. Jetzt, wie versprochen, gibt es jetzt endlich das offizielle Release von Whoop. Kleiner Spoiler, es ist jetzt nicht viel anders zum Leak von gestern. Wir haben jetzt aber Preise und noch ein paar mehr Informationen. Lass uns mal gemeinsam reinschauen in die Apple Keynote, in die Whoop Keynote. Ich übertrage die jetzt auf meinen PC und man kann tatsächlich auf der Keynote oder in der Keynote, obwohl es jetzt gerade 16 Uhr ist, schon live durchscrollen und wir gucken uns das mal gemeinsam an, gehen ein bisschen durch und gucken, ob wir noch irgendwas Neues erfahren. Performance meant. Performance isn't just about winning on the court or in the arena. It's about better sleep. Also zuerst redet er so ein bisschen über die Mission and Vision, die haben die ja jetzt so ein bisschen Richtung Longevity geändert. Das überspringen wir mal gleich und wir gucken mal, gehen mal direkt ins Spannende rein. Largest leap forward in Whoop technology ever. We're not just introducing a new piece of hardware, we're announcing an entirely new Whoop experience. New Whoop technology, countless life-changing features, our most versatile accessories collection ever, all new apparel with Anywhere technology, and 3 unique memberships. We'll begin. Also wir sehen jetzt schon mal direkt gleich, dass er natürlich versucht, Dinge hier schön darzustellen. Neue Hardware, also natürlich das Whoop 5.0, das Whoop MG, neues Zubehör, also neue Bänder. Es gibt wohl jetzt Lederarmbänder, ja, aber es sind genau dieselben, die sind halt jetzt nur kleiner und passen dadurch nicht mehr auf die alten. Und dadurch muss man wieder mehr Geld ausgeben natürlich. Und vielleicht haben sie noch irgendwie ein paar neue T-Shirts, aber dafür kauft man ja ein Whoop-Armband nicht. Also am Ende interessiert uns ja eigentlich nur, was kostet jetzt das Whoop 5.0 bzw. das Whoop MG mehr und welche neuen Funktionen habe ich dabei? With our newest device, Whoop 5.0. The long-awaited 5.0 is here. This sensor captures dozens of data points every second, delivering the most accurate sleep, strain, recovery, stress, and health insights 24/7 without interruption. So, also das sieht jetzt halt 1:1 aus wie das Whoop 4.0. Wir haben es hier es sieht wirklich genau gleich aus. Es ist wahrscheinlich ein bisschen dünner, weil deshalb passen die Armbänder nicht mehr drauf. Und anstatt, hier steht noch Whoop drauf und da steht jetzt W drauf, gucken wir mal, also optisch sieht es jetzt genau gleich aus. Now the sensor's battery lasts over 14 days. Das ist tatsächlich eine coole Neuerung, das muss man jetzt auch eingestehen. Also bisher hält die Batterie offiziell 7 Tage, bei mir meistens vielleicht so 4 bis 5 Tage. 14 Tage ist schon echt nice. Ich habe auch noch eine Garmin Watch, also bei Apple, das kannst du ja total vergessen, wobei die Apple Watch Ultra auch schon ein paar Tage mehr hat, aber Garmin ist wirklich aufladen und 2 Wochen vergessen. Und das ist cool, dass Whoop das jetzt auch kann. A single charge. That's 3 times the battery life of our previous device, all while being 7% smaller. The hardware also features an improved accelerometer and gyroscope. Okay, was hat er gerade gesagt? 7% smaller, also das Gerät, okay, das Gerät ist 7% kleiner. Ah, Leute, da hätte man dann auch sich das sparen können, dass man so viel, ja, die Leute haben Bänder gekauft ohne Ende. Ich habe hier auch noch ein zweites Band rumliegen, ich habe wirklich noch mehr davon. Das ist ärgerlich und das für 7%, ja, also nee, sehe ich nicht ein. Das ist Geldmacherei von Whoop. Then smaller. The hardware also features an improved accelerometer and gyroscope. Das ist eine gute Info, die es bisher auch noch nicht auf der Website gibt. Also man kann schon sagen, wir kommen gleich noch zum zweiten Teil. Ich habe schon das Whoop 5.0 und Whoop MG alles auf der Website gesehen. Es ist jetzt 16 Uhr, wo ich das aufnehme. Und man konnte schon gegen 14:30, 15 Uhr alles auf der Website sehen. Wir gehen nachher durch. Ich habe dieses Whoop MG jetzt auch bestellt. Vorab, ich hätte es nicht bestellt, wenn ich nicht diesen YouTube-Kanal hätte mit all den ganzen Sachen und euch informieren wollen würde. In dem Zuge habe ich es gemacht und dort steht zum Beispiel gar nichts über neue Sensoren drin und das ist jetzt cool hier an der Keynote. To improve the accuracy of activity auto detection and auto classification. One of our members' favorite features is our haptic alarm, which allows you to wake up with a simple vibration on your wrist rather than a noisy alarm.
Das ist tatsächlich eine der coolsten Features von Whoop. Ich benutze es aktuell nicht, weil ich aktuell so einen geregelten Rhythmus habe, dass ich keinen Wecker benötige. Und der einzige Wecker ist tatsächlich, dass irgendwann gegen 7 Uhr das Licht von Philips Hue langsam angeht. Aber wenn man dieses Vibrieren benutzt, das ist total cool, weil der Partner wird nicht wach. Mir persönlich reicht es auch vollkommen aus. Ich finde es auch deutlich angenehmer als jegliche Geräusche, also irgendein nerviger Klingelton oder so. Das ist wirklich, aber das ist jetzt nichts Neues, das gibt's ja schon ganz lange. We've included that once again, but also improved the feature with an all-new state-of-the-art haptic system. Whoop 5. Da bin ich auch mal gespannt. Also was zum Beispiel richtig cool bei Apple ist. Apple sorgt dafür, dass Magneten gegeneinander klatschen. Und das sorgt für die Vibration. Und das hört aber der Gegenüber gar nicht bis kaum. Also du hörst das, macht das immer bei der Apple Watch. Und die anderen merken das nicht. Aber wenn du mal eine Garmin-Uhr anhast und die brummt, dann wird dein Partner oder deine Partnerin sofort wach. Bei Whoop ist es auch ein klassisches Brummen. Ich denke mal nicht, dass die jetzt dort Magneten eingebaut haben. Aber vielleicht ist es für den Gegenüber oder gegen neben dir liegenden ein bisschen leiser noch. Auto comes with a new and improved steps algorithm, built specifically for the hardware. We launched this feature in beta last year, and we've loved the reaction from our members. Steps will no. Das ist sehr lustig, was er für einen Müll erzählt. Die User lieben das Feature absolut gar nicht. Also sie wollten das Feature. Whoop hat jahrelang gesagt, nein, Schritte sind total unnötig, gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg für etc. Ja, ist auch ungefähr so. Also man sagt schon, wenn man 7.500 bis 8.000, ich glaube, Simland hat gesagt, so ab 8.000 Schritten, das ist schon gesundheitsfördernd. Aber diese 10.000 Schritte sind eigentlich mal ausgedacht gewesen von jemandem. Und Whoop hat immer gesagt, wir bringen keine Schritte. Dann haben sie das Schritte-Feature gebracht und es ist totale Grütze. Also es misst komplett vorbei. Ich habe das auch schon mal, glaube ich, im Garmin-Video gezeigt. Da habe ich gleichzeitig mit dem iPhone, mit der Garmin Watch und mit Whoop aufgenommen und Whoop ist komplett out of order. Ich hoffe, dass es jetzt mit der neuen Hardware, wenn sie das schon sagen, dass sie das neue Gyroskop und so dabei haben, dass es da mal deutlich angenehmer wird, weil bisher kann man das in den Müll werfen. Be in beta for our new hardware with enhanced accuracy. The all-new wireless power pack is a slimmer, sleeker, and waterproof wireless battery pack that provides fast, on-the-go charging and an even lighter form factor. Traveling with a fully charged Whoop 5.0 and a fully charged power pack will give you over a month of data. So, dazu ganz kurz, das ist natürlich cool durch die Batteriezeit, dass man jetzt wirklich einfach nur einmal sein Lade- oder dieses Battery Pack mitnehmen muss in Urlaub und dann hat man quasi 4 Wochen, da muss man erstmal über 2 Wochen im Urlaub sein. Aber, und ganz ehrlich, also es hatte USB-C, du hast ja auch dein USB-C-Ladegerät für dein iPhone dabei, von daher ist es eigentlich total irrelevant. Trotzdem ist es ganz lustig, dann, keine Ahnung, dann hat man es dabei. Aber die Größe von dem Battery Pack, oh Leute, das ist mir sowas von egal. Das habe ich halt irgendwie einmal die Woche für ein paar Stunden um. Also das ist ja jetzt auch schon nicht groß. Ne? Und auch wenn das doppelt so groß wäre, ist es eigentlich vollkommen egal, weil man trägt das einfach, also man macht das hier einmal so. Habe ich es jetzt richtig rum? Das mache ich manchmal irgendwie falsch rum. So, zack. Man macht das einmal rum, trägt das irgendwie ein paar Stunden und dann ist alles gut. Also von daher, ja, nice to have, aber es hätte schon alles signifikant schmaler sein müssen, wie so ein klassisches Armband oder sowas. Without needing any additional charge. The power pack is also now Bluetooth connected, allowing you to see its battery life in the app. As in the past, this power pack allows for true 24/7 wearability. Das ist ganz cool, weil ich habe das ganz oft, dass das Ladegerät einfach leer ist, weil ich habe es dann benutzt, dann habe ich es in die Ecke gelegt, nicht aufgeladen, dann will ich meinen Whoop aufladen, dann mache ich das dran und dann gucke ich nach einer halben Stunde in die App und merke dann, oh, das Battery Pack war gar nicht geladen, also muss ich es jetzt erst laden und dann kann ich es nochmal laden. Das ist cool, dass man das in der App sieht. Whoop has always been the only wearable that you never need to take off. That isn't changing. Whoop 5.0 is setting a new bar for wearable technology with advanced capabilities that monitor cardiovascular strain, musculoskeletal load, VO2 max,
and even hormonal insights from cycle tracking to pregnancy. We know how important customization and wearability is to you. We've updated our band attachment mechanism to enable seamless band swapping. And 5.0 can be worn with Whoop Body. Da sieht man übrigens, dass mit diesem Armbandwechsel, das interessiert ja gar keinen Sportler. Also ich habe mir halt mal dieses Helle noch gekauft, damit, wenn ich mal so was Helles wie heute anhab oder so irgendwie ein Event ist, wo man einen Anzug trägt, da finde ich das Helle in der Regel ein bisschen schöner. Darum habe ich mir das nochmal gekauft. Aber natürlich sind diese Armbänder, die vollkommen überteuert sind und 50 bis über 100 Euro kosten, natürlich deren Geldmagnet. Darum bringen die auch ständig neue raus. Und darum machen die das jetzt auch einfacher, dass man das wechseln kann, weil es einfach Kohle bringt. Uninterrupted data collection off your wrist. But we didn't stop there. This next announcement really highlights our mission to unlock extraordinary health outcomes. We're not just launching one new hardware device. Ja, you are launching two because you want a lot of money. Das ist nämlich das Problem, weil es wurde ja eigentlich immer jedem versprochen, wenn man das Whoop kauft, dann kauft man quasi ein Abo und bekommt das neue Whoop immer umsonst. Ja, da hat der schöne Will und die schönen Investoren sich dann irgendwann gedacht, ach Mist, da müssen wir ja denen jetzt das Neueste geben und da müssen wir ja, das kriegen die ja umsonst, weil das haben wir denen ja versprochen. Ja, lass jetzt einfach eine bessere Version noch rausbringen und da nehmen wir dann mehr für und ihr kriegt dann das Whoop 5.0, das kann aber gar nicht viel Neues, aber das kriegt ihr dann umsonst, was übrigens auch nicht ganz stimmt. Also da hat der Will hier uns aber ein bisschen reingelegt. When you walk into your doctor's office, you may recognize some of these instruments. Bulky, invasive, expensive, uncomfortable. You also may have to wait months to get an appointment with a specialist and even longer to get your results. Until now. I'm proud to introduce an all-new generation of hardware, Whoop MG. All-new Whoop MG. Und da sieht man jetzt schon hier ganz schön, da haben mich gestern einige im Video darauf hingewiesen, das ist wahrscheinlich dieses Teil, wo man dann den Finger hier drauflegt, damit das EKG gemessen werden kann. Also gut mitgedacht, das habe ich gestern gar nicht mal nachgedacht, dass diese Kerbe dafür da ist. Is our most advanced hardware yet. It's designed to deliver medical-grade features. Whoop MG is our first step in bringing the doctor's office to your wrist. Like the 5.0, it's built with the most advanced sensors, haptics, and battery life to deliver the longest lasting and most powerful Whoop experience ever. And just like the 5.0, it's 7% smaller with over 14 days of battery life. Whoop MG includes hardware improvements above and beyond Whoop 5.0. The Whoop MG includes an ECG for on-demand heart screening. This capability is driven by a novel clasp design with ECG indents. Whoop MG also features a new skin temperature sensor. Ganz kurz zum EKG, das ist eine coole Sache, das ist wirklich schön, das ist so, wo man jetzt sagt, so, da habe ich auch mit gerechnet, das habe ich auch erwartet irgendwie, weil das können mittlerweile alle, das macht die Garmin Watch, das macht die Apple Watch seit vielen Jahren schon und das auch sehr gut. Da hat Whoop jetzt einfach nachgezogen. Jetzt muss man den auch lassen. Die anderen Geräte sind ja deutlich größer. Das ist schon cool umgesetzt. Also da muss ich denen schon gestehen, hey, so wie ihr es jetzt gemacht habt, das ist nice gemacht. Aber es ist auch nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das haut mich von der Decke, das haut mich von den Socken. Sondern es ist so, ja cool, habe ich jetzt auch nach 4 Jahren erwartet. That improves our health monitor feature and provides exceptional readings for our hormonal insights features. And perhaps the most novel invention, the Whoop MG provides a daily blood pressure reading each morning to help you see how changes in blood pressure align with your overall. Das ist richtig, richtig cool. Das ist mal so eine Sache, wo man auch sagt, nice, das ist ein USP. Also es gibt natürlich schon einige Anbieter. Ich habe gestern schon, glaube ich, gesagt, Huawei hat
glaube ich, schon Ringe, die das messen können. Aber das ist mal wirklich so, das hat Apple noch nicht, das hat, glaube ich, auch der Oura Ring und andere und Human Ring, die alle haben das meines Wissens nach noch nicht. Und das ist wirklich mal so nice. Da hat Whoop jetzt mal so einen Haken dran gemacht. So, jetzt sind wir mal auch irgendwo wieder Vorreiter, nachdem wir uns jetzt die letzten 3 Jahre lang abhängen lassen haben. Da bin ich mal super gespannt. Er sagt ja hier jetzt auch direkt, das ist nur über Nacht. Ich bin mal gespannt, wie gut das ist. Ich habe auch ein gutes Blutdruckmessgerät, aber jetzt natürlich die Frage, wenn er das nachts misst und ich dann morgens messe, also man soll ja auch immer im Ruhezustand messen, aber das testen wir irgendwann mal aus, wenn es kommt und gucken wir mal, was dabei so rumkommt. Also da bin ich noch sehr skeptisch, ob das jetzt wirklich gut sein wird. We now have a form of biometric monitoring that no other wearable can match. We've long said at Whoop that our product isn't just a hardware device, it's a membership that provides you access to continuous software improvements. Ja, genau, und da verarscht er uns doch gerade. Er sagt doch gerade genau, dass Whoop, du bezahlst nicht für das Gerät, sondern für die Membership, für das alles drumrum, für die App und Co. Und du kriegst dann das neue Gerät zugeschickt. Aber wenn man jetzt dann halt sagt, ja, aber alle coolen Features packen wir in eine teurere Version, die du nochmal extra zahlen musst, für ein teureres Abo, um schon mal zu spoilern, das alte, also das Whoop 5.0, das kriegst du, es gibt 2 Varianten. Es gibt dann eine Software-Version, die ist noch ein bisschen günstiger, die kostet 200 €. Dann gibt es das Whoop 5.0, so wie wir es kennen, genau mit allem, was so ist. Plus kommt gleich noch so eine Alters, also da sagt er biologisches Alter Funktion, aber sonst ist es genau dasselbe, inklusive dieser kleinen Hardware-Updates, die hoffentlich die Sensoren und so alle noch ein bisschen moderner machen. Aber wenn du dann das alles, was cool ist, haben willst, worauf wir uns jetzt freuen, dann zahlst du in Deutschland 400 € im Jahr, also 33 € anstatt 22. Du bist nochmal 10 € teurer, 33 € im Monat für das Gerät. Das ist einfach crazy. Also der Oura Ring, ich weiß gerade nicht den genauen Preis, ne, aber ich glaube, der liegt irgendwo bei 300 €, 300 bis 400 €. Und dann zahlst du 5 € im Monat ungefähr für das Abo. Also selbst wenn das bei Oura 10 € im Monat kostet, ist das jetzt immer noch 3-mal so teuer. Bei Oura kriegst du aber halt nicht das Gerät neu zugeschickt, sondern das musst du immer wieder kaufen. Würde sich aber auch schon langsam lohnen, wenn man jetzt mal schaut, dass ich glaube, das Whoop 4.0 kam 2021 oder so raus. Also wir haben jetzt 4 Jahre darauf gewartet. Da kann man sich schon auch eine teure Apple Watch und so für kaufen. I'm excited to now share some of those features with you today. Imagine feeling younger and living longer just by using Whoop. Now you can. Introducing HealthSpan with Whoop Age. We built this feature because aging is inevitable, but decline is not. People are living longer, but not necessarily better. Whoop is changing that with HealthSpan. HealthSpan was developed with Dr. Eric Verdin, CEO of the Buck Institute for Research on Aging. For the last 3 years, we've studied all-cause mortality to determine the biometrics critical to long-term health outcomes. The 9 biometrics we have identified have a direct impact on preventing or encouraging. Also das ist eine coole Sache. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also es gibt ja quasi Primärdaten und Sekundärdaten. Primärdaten sind zum Beispiel die Heart Rate. Also wenn der Puls gemessen wird, das ist eine primäre Information, die gemessen wird. Oder wenn der die Skin Temperature, also die Temperatur unserer Haut misst, ist das auch eine primäre Information. Daten wie der VO2 Max-Wert sind sekundäre Daten. Das heißt, basierend auf den primären Daten, die das Gerät misst, kalkuliert es die sekundären Daten, also den VO2 Max. Dasselbe wird ja jetzt hier bei dem Alter passieren. Der wird irgendwelche Daten sich angucken, wie ist meine Ruheherzfrequenz, wie ist meine VO2 Max, wie viel bewege ich mich, wie viel Sport mache ich, bla 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 bla. Und dann sagt er, dein biologisches Alter ist 30. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt 32. Ich bin mal sehr gespannt, was mein biologisches Alter ist. Ich würde jetzt sagen, ich bewege mich sehr viel, ich kümmere mich sehr viel. Ich hoffe, dass es vielleicht bei 30 oder so liegt. Jetzt stellt euch mal vor, da kommt jetzt der Wert und der sagt, Fabian, du bist aber 35. Ich glaube, mich persönlich würde das sehr stressen, weil ich dann diesen Wert sehe und ich weiß aber gar nicht, wie genau der ist, weil Whoop sind ja jetzt die einzigen, die das in der Form machen. Ich glaube, alle anderen Tests, die das machen, machen das über Blutwerte
Und Whoop macht das halt einfach basierend auf den Daten, die sie mit dem Whoop sammeln. Ich bin sehr gespannt, wie akkurat das ist, aber eigentlich kann es auch niemand so richtig nachprüfen. Da müssen jetzt Leute kommen, diese anderen Gentests mit den, nicht Gentests, diese anderen Alterstests machen und selbst die weichen schon teilweise stark voneinander ab. Ist ganz nice to have, aber ja, lieber mehr geile Primärdaten. And they can all be directly influenced by an individual's own behavior. They are sleep consistency, total hours of sleep, time spent in heart rate zones 1 through 3 and 4 through 5, time spent strength training, daily steps, VO2 max, resting heart rate, and lean body mass. Cool, dass sie das benutzen. Also, dass sie das offen kommunizieren, was sie dafür benutzen. Die Lean Body Mass kriegt ihr natürlich nur, wenn ihr eine entsprechende Waage habt. Ihr könnt das entweder manuell eintragen oder mit eurer Withings-App Withings-Waage integrieren. Ich habe zum Beispiel eine Withings-Waage und dort, wenn ich mich wiege, wird das automatisch mit dem Whoop synchronisiert. By measuring each of these biometrics, we have developed HealthSpan to deliver science-backed insights on longevity. HealthSpan provides two numbers, your Whoop age and your pace of aging. Every week, you'll get an updated Whoop age, which is a reflection of your physiological age rather than your chronological age against time. Your pace of aging runs on a scale from -1 to 3x, with lower numbers signaling your Whoop age is changing slower than time, and higher numbers showing that you're intensifying the age. Also eigentlich finde ich mal cool, dass das nicht jeden Tag kommt, sondern jede Woche, aber vielleicht hätte man das sogar allein schon aus diesen psychologischen Gründen sogar reduzieren können auf einmal im Monat oder so, weil sonst denkt man sich, boah, jetzt war ich eine Woche feiern oder so, keine Ahnung, ich bin eine Woche aufs Festival gegangen, jetzt ist mein Pace of Aging 3-mal so schnell gewesen, weil ich mich eine Woche lang weggebechert habe und nur 3 Stunden geschlafen habe. Ich glaube, das kann zu sehr viel Stress führen. Ich bin mal gespannt. This number is a leading indicator of how your recent habits are contributing to your Whoop age. You'll notice at the top of HealthSpan is your Whoop age. This will change color and shape based on your Whoop age and your recent behavior. You'll see shifts weekly as they're happening, identify what habits and metrics are influencing your pace of aging, and receive coaching on how to make improvements. I'll show you how this works in practice. Let's look at two individuals. We'll start with a 40-year-old Whoop member. HealthSpan shows him that his Whoop age is 5 years older and his pace of aging is 1.5x. That means that his recent behaviors are accelerating his aging. You'll see this impact in his health span, which has become jagged and murky yellow. Ich spule das mal ein bisschen vor. Ich finde das jetzt ein bisschen übertrieben, dass die da so lange drüber reden. Also wir haben jetzt das gesehen. Okay, jetzt kommt das nächste Thema. Long into the future, with the clarity to see exactly what you need to work on. It's empowering, it's highly personalized, and it can completely change your life. Just think, with HealthSpan and Whoop age, you can truly feel younger next year. Another feature that we're proud to release is Heart Screener with ECG. Your heart's rhythm is a key indicator of long-term health. Irregular heart rhythms, like atrial fibrillation or AFib, can increase the risk of stroke, heart failure, and other complications. AFib is the most common type of heart arrhythmia, and it's estimated that 1 to 2% of the population has it. It's often asymptomatic and episodic, meaning most people don't even know they have it until it presents potentially life-threatening symptoms or complications. Individuals with AFib are actually 5 times more likely to have a stroke. Fit and healthy individuals are especially at risk, and research shows that long-term endurance athletes face a slightly increased likelihood. Also auch hier, AFib ist bestimmt Vorhofflimmern, ich weiß das gerade nicht genau, ich hoffe, es ist das. Das hat die Apple Watch auch schon seit vielen Jahren. Genau, meine Garmin hat halt kein EKG, neuere oder teure Garmins haben das, glaube ich. Ich hatte auch letztens im Test dieses von Withings, dieses Beam O, das war quasi ein Gerät, was die Temperatur misst und ein EKG macht. Ich habe das wieder zurückgeschickt, weil es mich überhaupt nicht zufrieden gemacht hat. Aber ich finde es cool,
man macht eigentlich auch nicht jeden Tag ein EKG, aber wenn man sich mal schlecht fühlt, wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit meinem Herzen nicht oder so, oder alle paar Tage mal oder so macht man ein EKG oder alle paar Wochen. Es ist cool, dass es das gibt. Ist so ein bisschen so, ja, haben wir jetzt auch langsam erwartet, Whoop, aber jetzt nicht bahnbrechend. These risks. Your reading will be complete, and you will see your ECG result. Whoop will let you know if your rhythm is normal or if there may be cause for concern. AFib often goes undiagnosed because ECGs capture only concern. AFib often goes undiagnosed because ECGs capture only a single moment and are limited to clinical settings. You can also share your ECG readings with a healthcare professional in just a tap. Our next feature is a first of its kind. This is the Blood Pressure Insights. Using our patent. Übrigens auch, das ist jetzt quasi das Highlight und es ist noch in der Beta, das muss man bedenken. Ne? Also die schreiben sogar extra dazu Beta, die bringen das raus, die brauchen wahrscheinlich die ganzen Daten von den Leuten, wahrscheinlich waren die Tests viel zu klein, um das jetzt herauszubringen. Also denkt dran, ihr kauft ein teureres Produkt mit einer Beta-Version. You will now receive blood pressure insights right from your wrist. Und was ich hier schon ganz cool finde, man sieht schon direkt quasi die systolische und diastolischen Werte mit einer Range. Also er hat dann gemessen in dem Zeitraum zwischen 108 und 128 und er sagt mir nicht einfach nur einen Durchschnittswert. Das finde ich schon mal sehr cool. Das heißt, das Gerät scheint wirklich mehrmals die Nacht diese Werte zu messen. Blood pressure plays a fundamental role in sleep quality and recovery. For your body to fully repair and regulate critical functions, it's important to see if blood pressure may be impacting sleep disturbances. Whoop delivers a new level of insight into these connections, helping you see how changes in your blood pressure align with your overall recovery. For the past 3 years, we've been collecting tens of thousands of readings in Whoop Labs to develop this novel blood pressure algorithm, and we're excited to release Blood Pressure Insights to you. Blood Pressure Insights is bringing you the very... Das finde ich faszinierend, wenn das wirklich stimmt, dass die Zehntausende von Leuten oder so interviewt haben und das getestet haben, immer noch in der Beta zu sein, dann ja, sieht man, warum sie das jetzt veröffentlichen in der Beta, weil sie wahrscheinlich noch viel mehr Daten brauchen. Das hat ja auch noch keiner so richtig, ne? With just one baseline reading, you'll be able to receive daily wrist-based blood pressure readings. This is one of the most Okay, man bekommt es wirklich immer morgens angezeigt. Das ist eigentlich auch ganz sinnvoll, weil man sollte den Blutdruck ja eigentlich immer messen, wenn in Ruhe. Also im besten Fall setzt man sich so 5 Minuten in den Stuhl gerade hin. Dann wartet man wirklich 5 Minuten ohne Reden, ohne irgendwas, quasi meditationsmäßig. Und dann misst man seinen Blutdruck. Und die meisten, also habt ihr mal beim Arzt den Blutdruck gemessen? Kein Wunder, dass der immer zu hoch ist. Edge features we've ever released, designed to bring even greater visibility to the key metrics that influence your overall well-being and performance. Only 3% of medical research focuses on women, leading to disparities in funding, technology, and health products. Whoop is committed to changing this. Our always-on data collection accelerates research and fuels innovation. This approach enables us to introduce features that meet our members' specific needs, including women. Nochmal ganz kurz zu dem Blutdruck zurück. Also das ist eins der Top-Features. Das ist auch noch in der Beta. Aber eben erzählt er mir 25 Minuten irgendwas über dieses Aging-Thema. Und jetzt ist das Thema mit dem Blutdruck, was ich persönlich mit am spannendsten finde, einfach so in einer Minute zu Ende erzählt. Gab es da jetzt nicht mehr zu erzählen? Keine Ahnung. Also schade. Also ich hätte auch gern was zur Genauigkeit oder so gewusst, ob das klinisch anerkannt ist. Schade. Hormonal Insights provides a new level of visibility into the physiological patterns shaping women's health and performance. This feature goes beyond simple cycle tracking. Our new Hormonal Insights feature gives women tools to track their cycle alongside their Whoop data, because the menstrual cycle isn't something to view in isolation. Members also get a summary of unique cycle patterns,
like period length, cycle length, and variation. A regular cycle is a key indicator of health and longevity. Da kann ich jetzt als Mann natürlich wenig zu sagen, aber ich finde es cool, dass es sowas gibt. Bei der Apple Watch gibt es so eine Funktion ja auch schon. Ich glaube, gerade im letzten Jahr haben die dann nochmal neue Features veröffentlicht. Eine coole Sache und es zeigt jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr. Whoop hat ja sein Vision-Mission Statement geändert in Richtung Longevity, weg von wir sind auf Sportler ausgerichtet. Ja, ist cool. Kann ich nichts zu sagen, nichts Negatives zu sagen. Cool, dass sie das hinzugefügt haben. Tailored period predictions using temperature sensing, resting heart rate, and respiratory rate. Whoop goes further, offering insights and guidance across all 4 menstrual phases: menstrual, follicular, ovulatory, and luteal, showing their impact on sleep, stress, nutrition, training. Das ist wirklich cool. Bin zwar keine Frau, aber mir ist schon bewusst, dass die verschiedenen Menstruationszyklen, die es gibt, auch dafür sorgen, dass die Frau unterschiedlich fit ist. Und ich glaube, das ist auch bei jeder Frau ein bisschen anders, in welcher Phase sie sich fitter fühlt, in welcher sie sich schwächer fühlt. Und dann finde ich cool, dass man dieses Gefühl nochmal mit Daten unterfüttert bekommt und dann auch sieht, so okay, vielleicht sollte ich in dieser Phase weniger trainieren, in dieser Phase mehr trainieren. Members can log symptoms like bloating, migraines, and cramps to identify patterns and triggers. Whoop also offers a tailored experience for those using hormonal birth control, adapting based on contraception type. Most importantly, you control your data. It's accessible and erasable anytime. Sleep has always been at the core of the Whoop experience. Over the last year, we've made significant investments to improve the coaching experience for all our members. We've upgraded your sleep performance to give you a more advanced way to understand how well you slept last night. Getting healthy sleep is essential for improving your health span, metabolic health, mental resilience, recovery, and performance. Your new percentage-based score is built on 4 key contributors. Okay, da brauchen wir jetzt tatsächlich nicht so genau drauf eingehen, weil das sind jetzt einfach die neuen Updates, die jetzt einfach jedes Whoop bekommt und die, wenn ihr ein Whoop habt, auch schon seht. Also Whoop ist jetzt ein bisschen transparenter geworden, was quasi den Schlafscore angeht. Man sieht jetzt genau, in dem Fall hier irgendwie, wie viel habe ich geschlafen, wie ist meine Schlafkonsistenz und basierend daraus ergibt sich dann der Score, der Gesamtscore. Das ist jetzt aber, ja, das sind so Kleinigkeiten, das hat jetzt nichts mit Whoop 5.0 zu tun, weil das kann das Whoop 4.0 auch schon. Und das sind halt irgendwie so Sachen, die verkauft man natürlich dann schön mit. Das macht ja Apple manchmal auch. Gehen wir mal ein bisschen vor. Ja, wir müssen die Zeit müssen die ja noch rumkriegen. So, was haben wir hier? Cardio Fitness Level VO2 Max gibt es auch schon beim Whoop 4.0. Das ist wirklich eine sehr coole Sache und auch da, ich habe immer noch ein Video in der Mache, wo ich ein sehr teures VO2 Max Gerät teste. Also was heißt sehr teuer? Es kostet ungefähr 700 Euro. Es gibt auch nicht für 10.000, aber 700 ist auch schon sehr viel Geld. Die Garmin macht das, die Apple Watch macht das und bei der Apple Watch ist es immer deutlich niedriger als bei allen anderen und der VO2 Max Wert von der Apple, von dem Whoop Armband ist eigentlich fast identisch mit dem VO2 Max Wert von dem 700 Euro Gerät und auch von der Garmin Uhr. Also das scheinen sie sehr gut zu messen. Wie gesagt, das geht auch beim Whoop 4.0. Das hat nichts mit Whoop 5.0 oder Whoop MG zu tun. Whoop will coach you though. This new hardware comes with a whole... Ja, jetzt hat er natürlich gar nichts mehr zu erzählen. Jetzt muss er wieder neue Armbänder und Klamotten verkaufen. Also als ob wir hier bei Lululemon sind. Gucken wir mal kurz. Aber wir sehen schon, hier links sind die Lederarmbänder. Ein Lederarmband, ziehst du dann wahrscheinlich auch nur an, wenn du irgendwie auf einem Event bist oder so. Das ziehst du ja nicht an, wenn du Sport machst oder so. Suite of accessories and apparel. Let's start with our most premium band yet, the all-new Leatherlux. Leatherlux is crafted from genuine Italian leather and precious metals to create a timeless high-end aesthetic. Aber du siehst schon, also er muss hier auch tatsächlich, also man sieht ja hier, man hat hier einmal diese Halterung quasi, man hat hier dieses Ding zum Einsippen. Jetzt weiß ich nicht, was da jetzt noch einfacher sein soll, weil ich kann ja quasi schon, hier habe ich schon diesen Reinsipper. Ja, jetzt fokussiert er auch mal.
das ist ja jetzt schon relativ einfach. Ich bin mal gespannt. It's easy to swap in and out, as shown, and it's going to look great alongside anything else on your wrist. This is just one. Das sieht für mich genauso aus wie vorher. Keine Ahnung, was da jetzt neuer ist. Also das Einzige, was manchmal ein bisschen doof ist mit diesem Teil hier, ich weiß immer nicht, was vorne und was hinten ist, wenn ich das reinmache. Aber ich wechsle auch nicht 3-mal am Tag mein Band, sondern alle 3 Wochen oder so. Generell, was man sagen muss, dass natürlich Whoop, ich will jetzt auch gar nichts dagegen sagen, dass sie diese Bänder haben. Das ist natürlich eine coole Sache. Ich reg mich nur darüber auf, dass man 50 bis 100 Euro für so ein Stoffarmband nimmt. Selbst Apple hat es im Griff, halbwegs okaye Preise anzubieten. Und Apple verklagt auch nicht alle, die Apple-Band-Alternativen rausbringen. Aber Whoop verklagt einfach alle, die so ein Band rausbringen. Das ist einfach so ein doofes Stoffband. Das kostet in der Produktion 30 Cent oder so. Ich weiß, es gibt immer Entwicklungskosten und so. Ich bin auch bereit dafür, ein 20 zu zahlen, aber nicht 50 bis 100 Euro. Das ist einfach Abzocke. Das sage ich seit 3 Jahren und da bleibe ich auch bei. Man sieht ja natürlich, sie verkaufen jetzt auch Whoop als Luxusaccessoire, als schönes, optisches, ja, dass man damit cool aussieht. Ich finde es bis heute nicht cool. Ich denke nicht so, boah, ich laufe mit meinem Whoop rum, ich bin voll der geile Dude, sondern ich denke mir so, ja, eigentlich wäre es schon schöner, wenn ich kein Armband um hätte, aber ist auch okay. Ja, muss man irgendwie verkaufen, marketingmäßig, ne? Leatherlux is available for both Whoop 5.0 and Whoop MG. Alongside Leatherlux, we're introducing CoreKnit. It provides a lightweight antimicrobial band. Was übrigens auch spannend ist, ich habe noch 2 Hydronite-Bänder. Weil das Problem ist, ich glaube, die haben irgendwas geändert. Ich habe irgendwann nochmal von Whoop ein neues Armband bekommen. Weil bei den alten war das Problem, dass die sehr schnell gestunken haben. Ich muss aber auch sagen, dass ich mittlerweile beim Duschen das Whoop einfach abnehme. Und das alte, das hat so gestunken, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner in den Arm genommen hast, dann haben die schon gesagt, oh puh, das stinkt aber. Und diese Hydronite-Dinger, die mit Michael Phelps zusammen entwickelt wurden, die waren viel, viel besser, weil die sehr schnell getrocknet sind, die haben nicht gestunken. Und wenn man jetzt quasi wenn man das Upgrade durchführt, dann bekommt man ein Band dazu. Man darf sich aber auch nicht die Farbe aussuchen, also es ist einfach schwarz und man konnte sich nicht mal Hydronite aussuchen. Das fand ich ein bisschen schade. In addition to these new bands, we're bringing back all of your favorites. This includes SuperKnit, SuperKnit Luxe, CloudKnit. Also Hydronite finde ich hier nicht. Vielleicht gibt es das auch schon nicht mehr. Vielleicht haben die das wieder ersetzt. Ich weiß es nicht. Und diese Plastikdinger finde ich auch ganz grauenhaft, ehrlich gesagt. Ja, Leute, das überspringen wir mal. Sorry, das hat nichts mit Whoop 5. Jetzt kommen die Abos. So. Both a higher and more premium tier and our most affordable tier yet. Let's start with the Whoop One membership. The Whoop One membership provides professional-grade fitness insights at our best price. You get access to the core Whoop metrics, including strain, recovery, and sleep. You also have a full set of features and metrics, including VO2 Max. Also, dieses Billigding ist einfach ein Rip-Off. Du zahlst anstatt diese 200, was habe ich gesagt, ich glaube 260 Euro im Monat, im Jahr zahlst du 200 Euro im Jahr und dafür kriegst du einfach ein Battery Pack, wo ein Ladekabel dran ist. Einfach Leute, ihr entwickelt ein Battery Pack mit einem Ladekabel, um den Leuten mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist einfach ein künstlich produziertes Problem, was ihr schafft. Als ob ihr nicht einfach jedem dieses Battery Pack geben könnt. Als ob das teurer ist, dasselbe Ding mit Kabel auf dem Markt zu. Das mit Kabel ist doch teurer als das ohne. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach Abzocke. Und dann gibt's quasi den Health- und den Stress-Monitor nicht mehr. Also sie nehmen einfach Funktionen raus. Aber wo ich froh bin, danke Whoop, ich habe schon damit gerechnet, dass man jetzt quasi zu dem normalen Preis all diese Funktionen nicht mehr hat und sie uns noch mehr abzocken. Aber das haben sie sich zum Glück nicht getraut. Round out your training with extensive recovery metrics and insights. And dive deep into all 4 stages of sleep with precise guidance, matching sleep lab standards. Whoop One comes with the Whoop 5.0 device and our new basic charger, which allows for speedy charging to replenish the 14+ day battery life. Which allows us to rip you off. It also comes with our all-new
Cornet band. Ja, danke, dass ich nochmal ein neues Band dazu bekomme. Das brauche ich ja auch. Weil das alte Band, die kann ich jetzt ja alle in Müll werfen. Meine ganzen Bizepsbänder und so, die viel Geld gekostet haben. Also, was verkauft ihr mir hier eigentlich als Feature? Ihr zieht mir das Geld aus der Tasche und verkauft das noch als Feature. If you've never been on Whoop before, this may be a great membership for you. Our next level of membership is Whoop Peak. Whoop Peak ist einfach das normale Whoop, was wir bisher haben. Und das kann jetzt halt noch das biologische Alter. Es kann nichts Neues. Außer natürlich, was sehr cool ist, es hat jetzt die erweiterte Batteriefunktion. Es hat im besten Fall diese neuen Sensoren drinne, die alles ein bisschen besser tracken, auch hoffentlich die Heartrate und so. Also ich habe ja das Whoop jetzt auch länger nicht getragen, weil die irgendwelche Algorithmen-Changes hatten, sodass einfach meine Herzfrequenz einfach auch nicht mehr richtig gemessen wurde. Das haben sie irgendwie in den Griff bekommen. Ich hoffe einfach, dass das alles noch ein bisschen genauer wird, weil sie hatten ja jetzt auch ein paar Jahre Zeit, bessere Sensoren reinzubringen. Aber bisher hat er ja eher nur von Gyroscope und von noch irgendwas geredet. Er hat jetzt eigentlich noch nicht gesagt, dass der Heartrate-Sensor besser ist. This membership provides advanced health, fitness, and longevity insights designed to help you perform at your peak for longer. With Whoop Peak, you can get unprecedented insight into your overall health, and for the first time ever, your longevity. Whoop Peak showcases all of our signature features from Whoop One, but also adds our health monitor and stress monitor. So you can keep a close eye on your key vitals, including heart rate, blood oxygen, and skin temperature, and will alert you. Ich möchte auch nochmal erwähnen, hier nach 40 Minuten, ich profitiere ja davon, wenn ihr das Whoop-Armband kauft. Ich habe so einen Affiliate-Link und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den benutzt, weil das hilft mir einfach, diesen Kanal am Leben zu erhalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Whoop mich nachher irgendwann rausschmeißt und sagt, ey Fabian, gestern hast du diese Infos mitgeleakt und Fabian, heute redest du so schlecht über uns. Aber dann ist es so. Ich freue mich, solange ich diesen Affiliate-Link habe und solange Leute Whoop kaufen. Und prinzipiell möchte ich auch Whoop jetzt nicht jedem sagen, kauft niemals das Whoop-Armband. Ich bin einfach als existierender Kunde, bin ich einfach sehr sauer darüber, wie sie damit umgehen und jemand, der, also jetzt muss ich auch noch gestehen, ich habe ja noch den Vorteil, ich habe für das Whoop ein Jahr lang bezahlt. So, und dann habe ich dieses Video darüber gemacht und das gucken einfach seit Jahren viele Leute. Ich muss auch gestehen, ich habe schon viele Whoop-Videos gemacht, weil ich einfach mich jetzt seit Jahren damit beschäftige und dann haben die Leute immer darüber gekauft, dann habe ich jetzt Whoop umsonst bis 2029 und irgendwann hat Whoop mir dann erlaubt, dass ich Affiliate-Partner werden darf. Ich mache da jetzt auch nicht Millionen mit, da kommen, was machen da vielleicht zwei Leute im Monat, manchmal auch gar keine, aber so ein bisschen Geld kommt halt dabei rum, was mir hilft, diesen Kanal irgendwie am Leben zu erhalten. Was wollte ich sagen? Und trotzdem sage ich euch jetzt, obwohl mir das ja Geld einbringt, dass sie mit vielen Sachen einfach, das regt mich einfach auf. Vor allem, wenn jetzt jemand, ich habe einen Freund, der hat das Whoop seit 5 Jahren, der hat jetzt wirklich die letzten 4 Jahre durchgehend, jedes Jahr, diese 260 € für das Whoop-Armband bezahlt. Und jetzt sagen die zu dem, wenn du das neue coole Whoop willst, dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du schließt jetzt das neue Abo ab, nochmal für 12 Monate, für 400 € anstatt 260. Oder du bezahlst jetzt 90 €, dann bekommst du es einfach so, aber wir streichen dir 33% deiner bisherigen Abozeit. So, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe ja noch diese 55 Monate offen, die ich durch euch bekommen habe und ich habe das jetzt verlängert, habe diese 90 € bezahlt, plus nochmal 12 € Versandkosten und man hat mir jetzt die 55 Monate auf 37 Monate gestrichen, was für mich am Ende egal ist, weil ich habe dafür persönlich ja nicht bezahlt, und habe es jetzt trotzdem noch mal 3 Jahre und wer weiß, was im Jahr 2028 ist, ob ich das da überhaupt noch trage. Darum habe ich es jetzt einfach gemacht. Aber für alle, die jetzt quasi die so standardmäßig einfach ein Jahresabo haben, da wird es einfach gecuttet. Oder man sagt, du zahlst jetzt noch mal 400 € extra. Das ist sehr sneaky. Das ist nicht... Whoop war, fand ich immer sehr lange, sehr nutzerfreundlich. Es gab einen geilen Kundensupport, habe ich im ersten Video sehr, sehr, sehr gelobt. Sie haben sehr viele coole Dinge gemacht. Sie waren sehr nutzerfreundlich. Investoren sind jetzt drin, man muss Cristiano Ronaldo bezahlen, man muss Virgil van Dijk, man muss diese Tennisspielerin, man muss die alle bezahlen. Die wollen alle Money, 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 Money. Die Konkurrenz reißt denen den Hintern auf mit neuen Features
Und jetzt rippen die uns komplett auf, weil sie wissen, wenn sie die scheiß Kohle nicht mehr reinholen, dann ist die Firma nämlich bald wahrscheinlich pleite. Und das ist einfach so schade, dass sie sich einfach komplett verkauft haben und andere denen einfach den Rang ablaufen. Und ich hoffe, also jetzt sind ja wirklich viele coole Features dabei, aber halt für einen Preis von 400 Euro im Jahr. Das bezahlen nicht viele Leute, 33 Euro im Monat. Man geht jetzt auf Health und Longevity und Co., aber 33 Euro im Jahr, da musst du schon sehr für deine Gesundheit einstehen, um das zu bezahlen. 33 Euro im Monat, Entschuldigung. Whoop Peak introduces HealthSpan with Whoop Age, one of our most revolutionary features to date. You'll finally know how your behaviors are impacting your longevity and what you can do to live longer and healthier. Whoop Peak comes with a Whoop 5.0 device, our wireless power pack, and an Obsidian SuperKnit band. If you want a comprehensive membership for health, fitness, and longevity, this may be the tier for you. And finally, our most advanced and premium membership tier, Whoop Life. Whoop Life provides the most powerful Whoop experience ever, delivering medical-grade health and performance insights, including HealthSpan, Heart Screener, and ECG. This also includes blood pressure. All of the fundamental features of Whoop One and Whoop Peak. Ja, nur noch mal ganz kurz, ich würde es nochmal sagen, es gibt Apple Watches, ich glaube die normale Apple Watch fängt irgendwie bei 400 Euro ungefähr an. Zumindest habe ich damals so viel bezahlt, vielleicht kostet es jetzt ein bisschen mehr. Durch die Zölle kann das alles nochmal teurer werden und die SE ist, glaube ich, noch günstiger. Und hier muss man pro Jahr 400 Euro zahlen. Und wenn du die 400 Euro nicht mehr zahlst, ist das Gerät nicht mehr nutzbar. Eine Apple Watch, ich habe meine Apple Watches alle mehrere Jahre benutzt. Und da kann man dann für dieses sowas wie Biva oder Athletics kaufen. Da zahlt man dann 50, 60 Euro im Jahr und hat diese Software dabei. Und wenn man quasi das dann nicht mehr haben will, hat man die Apple Watch immer noch. Modal insights are also included. Whoop Life is the most extensive membership on the... Auch hier nochmal, schaut euch wirklich an, wenn ihr eine Apple Watch habt. Athletics, Biva, coole Möglichkeiten. Das Einzige, was mich da ein bisschen nervt, ich trage ungern eine Garmin-Uhr, eine Apple Watch beim Schlafen, weil es mir einfach persönlich zu dick ist. Und die Apple Watch Ultra hat einfach die genauesten Daten, ist mir aber viel zu dick zum Schlafen. Market when it comes to detail, depth, dependability, and preventative screening. The Whoop Life membership comes with our most powerful Whoop MG device, a SuperKnit Luxe band with titanium metal. Und ich habe auch das Gefühl, ich mache jetzt mal mein Whoop-Armband auf, die Sensoren sehen irgendwie nicht anders aus. Also, ja, guckt euch das mal an. Das ist genau gleich. Also, das leuchtet gerade nicht grün, sonst leuchtet ja mal grün, aber das sind genau dieselben Sensoren. 1, 2, 3, 4. Also, ich glaube, vom Whoop 3 auf Whoop 4 gab es neue Sensoren. Das sind genau dieselben. Ich frage mich wirklich, ob das Tracking besser wird. I doubt it. And a wireless power pack that can provide over 14 days of battery life to your Whoop in a single charge. Battery life to your Whoop in a single charge. Our new membership system gives you the opportunity to choose the Whoop experience best for you. And when it comes to giving you the best possible membership experience, we want to showcase a new accessory for our most loyal members, the Whoop Milestone Collection. We've long heard from our most loyal members that they want ways to store their favorite bands, keep track of their extra power packs, and travel with their accessories. The Whoop Milestone Collection is just that. The Milestone Collection is meticulously crafted from solid North American maple, featuring a seamlessly sculpted lid and elegantly rounded edges. Designed with both form and function in mind, it's a statement piece that brings the innovation of Whoop into your home. With every Milestone Collection box, you'll receive your Whoop MG and Power Pack. You'll also receive an extra band and our new travel case. The Milestone Collection is inherently personal. Each box comes engraved with a member's initials and the year they joined Whoop. Vielleicht nochmal gucken. Also, ja, ist ganz schön. Travel Pack. Keine Ahnung, warum sie das jetzt. Das ist einfach eine Holzkiste mit meinem Namen drin. Bin auch most loyal, bin auch schon jahrelang dabei und habe euch geholfen, viele Kunden reinzuholen.
Frauen tue ich trotzdem nicht. The Milestone Collection is available exclusively to Whoop Life members. A keepsake. Also, du musst dafür bezahlen, das kriegst du nicht geschenkt. Nur mal so zum Hinweis. Ich weiß nicht warum, also sie tun so, als ob das jetzt so ein Geschenk für Leute ist, die dieses teuerste Abo abschließen, aber es kostet halt Geld. Wir gucken gleich mal, was es kostet. Thank you. Any Whoop member with over 1,825 recoveries will receive it free of charge when they upgrade to Whoop Life. Wie viel hat er gesagt? Box is inherently personal. Each box comes engraved with a member's initials and the year they joined Whoop. The Milestone Collection year they joined Whoop. The Milestone Collection is available exclusively to Whoop Life members, a keepsake designed to honor our most dedicated community. As a special thank you, any Whoop member with over 1825. Das ist schon sehr, sehr lange. Also ich bin ja jetzt ein paar Jahre dabei und ich bin jetzt, glaube ich, habe irgendwas mit 1000 Tage und wenn ich das nicht so lange pausiert hätte zwischendurch, dann wäre ich wahrscheinlich bei 1200. Also da muss man wahrscheinlich schon seit dem Whoop 2 oder so dabei sein, dann kriegt man es geschenkt. Also das ist sehr, sehr lang. Will receive it free of charge when they upgrade to Whoop Life. Now it's time for you to get access to the latest technology. If you're an existing Whoop member, you'll automatically be rolled into the Whoop Peak plan with your current 4.0 device. Want the latest Whoop 5.0? It's simple. Just extend your membership and the 5.0 device will be included at no additional charge. Und das ist jetzt schon die erste Verarsche. Du kriegst es nur umsonst, wenn du jetzt nochmal um ein Jahr verlängerst. Und bisher war das immer so, ich glaube, wenn deine Membership noch 6 Monate lief, dann hast du das umsonst bekommen. Das finde ich auch fair, wenn man sagt, hey, das läuft jetzt nicht mehr so lange, das ist für uns auch sehr teuer, euch das Gerät zuzuschicken. Du musst schon mal das ein bisschen, muss das Abo noch laufen. Aber ich glaube, Leute, die jetzt auch vor kurzem das Abo abgeschlossen haben, kriegen das auch umsonst. Ich hoffe, dass das wirklich mit dieser 6-Monats-Range noch ist. Lustigerweise, ich habe ja noch diese 55 Monate offen. Ich habe nicht die Chance gehabt, das umsonst zu bekommen. Ich hätte 60 € zahlen müssen. Looking to upgrade to Whoop Life? Simply purchase the annual Whoop Life membership with the MG hardware included, and you'll unlock even more exclusive benefits. If all you want is the new hardware without making any additional membership commitments, you can do that by paying a one-time upgrade fee. All of the details and more are now available in your Whoop app and online to help you walk through how you can get on Whoop and choose the membership best. Top clinicians who will provide you with a personalized report and actionable and online to help you walk through how you can get on Whoop and choose the membership best for you. And don't worry, you'll continue to have access to your current subscription and we'll prorate the value of your remaining months to match whatever plan you choose. Alongside your upgrade, we will also send you a gift kit to pass your old device on to a friend or family member. Before we close, I want to show you a little preview into what's next for Whoop. To complement the 24/7 physiological data collected through Whoop, we're excited to announce a feature coming soon, Whoop Advanced Labs. This newest component to the Whoop offering will allow you to schedule blood testing of key biomarkers and access your lab results directly in the Whoop app. Your results will be reviewed by top clinicians who will provide you with a personalized report and actionable coaching plan to improve your health, all woven into your daily Whoop experience. This is the first blood testing experience that will allow a complete and integrated view of your heart health, metabolic health, all connected to your... Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, ob ich jetzt meine Blutwerte, weil ich teste auch regelmäßig meine Blutwerte, ob ich die da einfach eintragen kann oder ob ich quasi 100 € zahle, meinen Blut teste und das denen zurückschicke. Wahrscheinlich wollen die Geld, indem die so einen Bluttest machen, ich schicke denen das zurück und dann ist das in der App bestimmt. 24/7 Whoop data.
This advanced offering will be available soon to US-based members with additional markets following after. Okay, also auch nur für die USA erstmal. Join the waitlist in our app or on our website now to get updates and be the first to access this feature. CG, blood pressure monitor. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal auf die Webseite. Wir schließen das mal hier. So, und wir öffnen jetzt mal die WUP-Seite, weil da sehen wir nochmal ein paar mehr Sachen. So, jetzt gehen wir auf Mitgliedschaft und da sehen wir die verschiedenen Sachen. Also wir sehen erstmal nochmal die Preise. 200 € für das One, für das günstige quasi, also eine abgespeckte Version von dem klassischen WUP 4.0. Wir sehen hier Peak, also die stinknormale WUP-Version für 264 € und wir rechnen das auch mal gleich alles runter. Also wir haben 199 durch 12, das sind 17 € im Monat. Dann haben wir die 264 durch 12, das sind 22 € im Monat. Und wir haben die 399 € durch 12, das sind 33 € im Monat. Also quasi fast doppelt so teuer. Und alles, er hat gerade schon eigentlich so fast alles erzählt. Da sehen wir einfach nochmal den Preisunterschied. Und hier sehen wir auch nochmal den Vergleich. Hier kann man übrigens, das ist auch interessant, man kann aktuell nicht das WUP 5.0 mit einem Free Trial anscheinend bestellen. Da bin ich mal gespannt, wie das für mich auch als Affiliate-Partner aussieht, weil bisher kriegt man ja immer die ersten 30 Tage umsonst, wenn man das über mein Affiliate kauft. Oder einen anderen Affiliate-Link, aber wenn du das über einen Affiliate-Link kaufst, dann hast du bisher immer einen Monat geschenkt bekommen, was halt ein Wert von 22 € war, was ja schon nicht wenig ist. Oder jetzt in dem Fall beim MG von 33 €. Und jetzt gibt es quasi diese, weil du hättest jederzeit, innerhalb von 30 Tagen kannst du es wieder zurückschicken. Und da bin ich mal gespannt, das wirkt so, als ob das jetzt nicht geht, weil hier steht was mit kostenloser Monat. Hier sieht man nochmal, sie werben nicht mit 7 Tage, sondern mit 5 Tage. Dann kam das ja gut hin mit 4 bis 5 Tage. 14 Tage, hier ist dieses Standard-Ladegerät. Das ist einfach vollkommen unnötig, ne? So, das ist alles gleich, Vibrationsalarm ist gleich, Hormonaushalt ist gleich, auch hier sieht man, das gibt es jetzt auch beim WUP 4.0, VO2 Max Herzfrequenzzonen gibt es auch beim 4.0, hier Gesundheitsspanne, das scheint so, als ob es das auch beim WUP 4.0 gibt, weil hier steht nur nicht verfügbar in der Testversion, aber ich habe das bisher in der App noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie noch kommt, aber anscheinend hat das nichts mit dem Gerät an sich zu tun, also auch eigentlich ein Software-Update und kein Hardware-Update. Und wir freuen uns ja hier beim WUP 5.0 und MG über Hardware-Updates, nicht über Software-Updates, weil die kann ich ja immer nachspielen. So, Stressmonitor fehlt, Gesundheitsmonitor fehlt und das ist einfach, also ich finde den Stressmonitor, das benutze ich eh nicht, gucke ich nie drauf. Gesundheitsmonitor, dass der fehlt, ich finde, das ist für mich so ein Basic einfach. EKG-Funktion, genau, fehlt beim 5.0, haben wir gelernt. Benachrichtigungen bei unregelmäßigen Herzrhythmusstörungen fehlt auch. Ja, Blutdruckdaten fehlt auch. Also wissen wir, es sind diese Funktionen. So, dann, was sehen wir hier nochmal? Genau, hier gibt es nicht mehr Informationen. Eben war hier auch irgendwie noch einiges in einer anderen Sprache. So, und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Ich habe vorhin ein Video aufgenommen, schon wie ich das WUP quasi gekauft habe. Und das teile ich jetzt auch nochmal mit euch. Oh, ich sehe gerade, das geht 8 Minuten. Das möchte ich. Airplay. MacBook. So, spielt er das schon ab? Jetzt spielt das ab. So, also wir sehen hier, ich bin, jetzt kann ich irgendwie nicht Pause drücken, naja, das war direkt in der App quasi drin. Also wenn du dann unter Einstellungen gehst, dann kannst du sofort auf Upgrade Now klicken und dann siehst du hier die verschiedenen Möglichkeiten. Und da seht ihr schon, Upgrade to 5.0. Hier sieht man nochmal quasi die Kosten. Das ist auch wieder alles auf Englisch.
Und da habe ich erstmal geklickt Upgrade to 5.0. Und da sieht man auch direkt quasi die Armbänder, die man auswählen kann. Und jetzt muss ich mal um die Ecke gucken, wenn meine Kamera da gerade ist. Also wenn du quasi das Extraband haben willst, dann kostet das 50 Euro. Also du kriegst quasi das schwarze Standardding dazu. Und die anderen kosten einfach auch 50 Euro. Und hier siehst du, ich müsste jetzt quasi für 264 Euro für ein Jahr verlängern. Dafür spare ich mir die Upgrade-Fee, die bei 60 Euro liegt. Und dann seht ihr, dann läuft mein Abo bis zum Jahr 2030. Das will ich natürlich nicht machen. Und darunter seht ihr die Upgrade-Fee von 59 Euro. Und da steht dann auch, da seht ihr dann auch, dass es für mich weiterläuft für die 55 Monate, die ich hier noch offen habe. Das heißt, ihr zahlt einmal die 60 Euro und das Abo läuft genauso weiter wie immer. Ihr kriegt halt das Gerät. Und das ist halt die große Abzocke. Whoop hat immer versprochen, man kriegt das umsonst dazu. Und mein Abo läuft länger als 6 Monate. Mein Abo läuft 5 Jahre. Was wollt ihr von mir, Whoop? Warum kriege ich das nicht umsonst? Ihr habt das versprochen, ihr habt euer Versprechen gebrochen und ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn man dagegen vorgehen würde, würde man vor Gericht auch noch gewinnen können, weil das war ja ein Versprechen. Sie haben einfach die AGBs geändert während eines laufenden Vertrages und das finde ich schon sehr schade. Also, ja. Genau, und dann haben wir hier Upgrade to MG. Hier sieht man wieder, gibt es wieder die Bänder dazu. Auch da wieder nur das eine umsonst. Und da sehen wir jetzt, schnell Pause drücken, Fabian. Zack. Entweder verlängere ich das für 12 Monate für 400 Euro. Und dann sehen wir New Renewal in 49 months will be adjusted to... guck mal, hier sieht man das schon, dass er quasi, wenn ich das jetzt verlängere, mir auch die 33% abzieht, quasi aus 55 werden 37, mir dann aber wieder 12 Monate, komplett 12 Monate hinzufügt, weil ich die ja auch bezahle. Also hier wird auch schon, selbst wenn ich verlängere, wird mir das abgezogen. Und unten sehen wir dann halt, ich muss jetzt 90 Euro bezahlen für das Upgrade. Also, ja, nee, da kann ich auch nichts gut reden. Sie haben mir versprochen, ich kriege das neueste Gerät umsonst. Jetzt zahle ich 90 Euro. Das ist halt schon ein Drittel vom Jahrespreis. Ne? Und dann wird es mir jetzt noch reduziert von 55 auf 37 Monate. Mir werden 33% meiner Monate einfach gestrichen. Und wie gesagt, ich hätte das sonst, glaube ich, auch nicht mehr mitgemacht. Ich hätte das einfach auslaufen lassen. Wenn meine 12 Monate durchlaufen, würde ich sagen, hier, Lecco mio an die Füße, macht doch, was ihr wollt. Ihr habt mir das versprochen, gebrochen. Wer einmal lügt, dem traut man nicht. Und ich habe es jetzt einfach gemacht, weil es hier ist nicht mein Hauptberuf, aber ich mache den Kanal, ich mache den auch gerne und ich möchte auch natürlich berichten, wie das neue Whoop ist und möchte dann natürlich euch auch vom Spannendsten berichten, weil was soll ich euch vom Whoop 5.0 erzählen? Das ist dasselbe wie zuvor, da hat sich doch nichts geändert dran. Genau, und dann klicken wir auf Continue und wir gehen jetzt mal so ein bisschen den Prozess durch. Achso, die FAQs, genau, die habe ich mir extra nochmal angeschaut. Weil hier standen noch ein paar wichtige Sachen. Mal gucken, was ich jetzt erst geöffnet habe. Genau, also theoretisch kann man auch downgraden, das finde ich ganz interessant. Das geht zwar hier nicht, also das geht zwar nicht hier drüber, aber ich kann downgraden und sagen, ich möchte in Zukunft das kleinere Paket haben. Das finde ich ganz nett, dass man das den Leuten auch anbietet. Genau, dann, was war da noch die Frage? If I previous device to someone else. Genau, also mein Whoop 4.0 kann ich jetzt zum Beispiel meiner Frau schenken und die kann das jetzt 2 Monate umsonst ausprobieren. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, die wird das auch mal benutzen, dann wird die das auch mal 2 Monate haben. Und da gibt es noch so eine Giftbox umsonst dazu. Das heißt, du kriegst einmal so ein Band geschenkt, damit dein Partner oder deine Partnerin oder dein Freund oder ein Kollege oder wer auch immer nicht dein stinkendes Band benutzen muss. Und man kann auch das Abo, wenn man das dann man kann auch jemand anderen das Abo direkt schenken, dann zahlt man nur 164 Euro. Ist nämlich günstig für die, weil dann zahlen die nämlich für Neukunden quasi nur 100 Euro. Just saying. So, geht's weiter? Ja. Ich habe so lange gelesen. Genau. Was stand da nochmal?
Ach so, genau. Wo sind die Sachen verfügbar? Das können wir auch ein bisschen überspringen. In Europa ist alles verfügbar. Also die ganzen EKG-Funktionen und so, das funktioniert alles in Europa. Da brauchen wir uns zum Glück keine Gedanken drüber machen. I'm not... Genau. Wann wird das Gerät geliefert? Das ist super spannend. Das war doch auch die Frage hier, ne? I'm not seeing an upgrade fee option. Why is that? Only members who are currently paying for their membership are able to upgrade via the upgrade fee option. People who are in a free trial period or in a cancel state looking to activate the membership will need to upgrade, bla bla bla. Okay. Und genau, hier, wann wird das Gerät geliefert? In den nächsten 2 Wochen. Das ist ein gutes Zeichen und das ist eine tolle Sache, dass Whoop da ein bisschen größer geworden ist, weil wenn ich mal so die ganzen alten Sachen lese in den Foren, das war bei mir ganz lustig, mein Kumpel hat einen Whoop seit Jahren, der hatte schon das Whoop 3.0, der hat das Whoop 4.0 bekommen, hat gesagt, hier Fabian, teste das mal, hat mir sein altes zugeschickt und dann habe ich das einen Monat getestet und habe mir das Whoop 4.0 bestellt und habe das dann auch sofort bekommen, nach irgendwie 2 Wochen war das da. Und manche haben mehrere Monate gewartet. Also alte Whoop-Nutzer mussten Monate warten, bis sie das Upgrade bekommen haben. Jetzt muss Whoop ja schneller sein, weil ich habe ja jetzt 90 Tacken bezahlt. Das muss ja dann auch geliefert werden. Vorher war es ja umsonst und dann haben sie einfach die Leute monatelang warten lassen. Da bin ich froh, dass es nur 2 Wochen geht und ich glaube, da sind auch andere aus dem Foren sehr, sehr froh. Genau, hier hatten wir das nochmal mit den Regionen. Das überspringen wir mal. Genau, und hier gibt es jetzt halt dieses Geschenk mit dazu. Jetzt habe ich, glaube ich, schon zu viel übersprungen, oder? Nee, habe ich nicht. Ach, guck mal, ich sehe ja hier auch, was ich hier überspringe. Okay, genau. Du kannst es jemandem schenken. Das ist halt keine 50 € wert, weil das wissen die selber. Das ist halt für die einfach ein kostenloser Neukunde. Okay, man muss sagen, wenn man das alles kauft, dann kostet die Neukunde sogar tatsächlich 150 €, weil sie schenken dir 100 € für das Abo plus 50 € für das Band, aber deren Wert ist ja nicht, also sie zahlen ja nicht selber 150 €, das Band kostet ja nur 2 € in der Produktion, ne? Das muss man ja auch mal lassen, aber hier gibt es so ein paar Add-ons, wenn man das jemand anderem schenkt. Jetzt sehen wir hier nochmal die ganzen Gesamtkosten. Und den Rest werde ich jetzt auch einmal, da geht es nicht weiter, da geht es nur noch meine Bezahlungsdaten und so, das will ich natürlich nicht mit euch teilen. Aber hier sieht man nochmal die Kosten, ich zahle jetzt 90 €. Ah, wir müssen noch eine Sache ergänzen. Ich zahle 89 € und ich zahle nochmal 11 € Versandkosten. Das heißt, am Ende seid ihr ich habe irgendwie am Ende jetzt 101 €, nee, das waren da mehr, dann waren es 12 € Versandkosten. Ich habe 101 € jetzt dafür bezahlt. So, war ein langes Video. Das ging jetzt quasi länger als die Geschichte von Will selber. Aber ich wollte das mit euch einmal teilen. Ich wollte meine Eindrücke mit euch teilen. Freue mich auch sehr über euer Feedback. Ich glaube, Fazit brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Wir haben beim Whoop 5.0 wenige neue Sachen. Battery Life ist wahrscheinlich das einzige neue Coole. Sie rippen uns off sie zocken uns ab bei der Verlängerung des Whoops. Das Whoop MG hat einige coole neue Funktionen, aber dadurch, dass es dann so viel teurer ist, hat es alles einen traurigen, bitteren Nachgeschmack.